Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir befinden uns mitten in den Vorbereitungen für die nächste Practical Exam. Sarah hatte uns bereits angedroht, in Anführungsstrichen, dass sie uns jetzt als Kontrahent gegenüberstehen wird. Wir sollten am Ende der letzten Folge unsere Dreiermannschaft zusammenstellen. Ich bin jetzt, ohne vorher abzuspeichern, so ein bisschen hier reingestolpert und habe jetzt die Charaktere einfach für den nächsten Kampf ausgesucht, die immer noch mit Quarzen und entsprechendem Equipment versehen waren. Ich hätte das jetzt hier auch nochmal anpassen können, das ist klar, aber ich habe es mir jetzt wieder ein bisschen leicht gemacht und hoffe, dass das ausreichen wird, um hier zu bestehen. Und ich kenne aber auch noch nicht die Voraussetzungen für die Sonderkonditionen, die dann noch zusätzliche AP hervorbringen können. Insofern gucken wir mal, was jetzt hier die Anforderungen sind. Ich gehe mal auf Yes. Gespeichert ist diese Truppenauswahl hier schon und dann gucken wir mal, wie wir hier siegreich hervorgehen können. Und ich hoffe, dass es nicht allzu brutal werden wird. Sie ist auf jeden Fall on fire, so wie immer eigentlich. It doesn't look like she's going to cut us any slack this time. Wieso this time? Als ob sie das vorhin anders gehandelt hätte, also vorher, nicht vorhin. Oh boy, we've got a 3-to-1 advantage, but I still don't know if we've got a shot. Well, if you were ever holding anything back before, now's the time to pour it all in. I take it you're all ready? You've been studying and training here half a year now. I think you might finally be able to do it. Now, show me you've got what it takes to pass with flying colors. Sure thing! Eigentlich alles gar kein Thema. Diese Prüfungen sind generell nie ein Thema. Nur diese Conditions sind hier meistens ein Problem. No one reaches low HP during the battle. Das ist ja mal interessant. Was heißt denn low? Wahrscheinlich, wenn sich die HP-Zahl rot einfärbt. Win in less than 40 turns. Ich glaube, das sollte schaffbar sein. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier auch 200 CP bei 2 von 3 Leuten haben. Ich glaube, so auf den ersten Blick, dass das durchaus schaffbar ist. Hauptsache, wir haben nicht wieder irgendeine Impede-Vorgabe oder so ein Schnulli. Da hätte ich gerne drauf verzichtet, aber das kommt hier scheinbar auch nicht. Das ist gut. So, sie hat fast 30.000. Das ist ordentlich. Was anderes haben wir aber, denke ich mal, alle auch nicht erwartet. Oh, ich mache aber sehr viel Schaden. Okay, ich glaube, das könnte eine relativ einfache Practical Exam sein. Eine, mit der man sich gut anfreunden kann. Dann motivieren wir jetzt mal unsere beiden Jungs, die hier noch mit im Team sind. Und dann würde ich sagen, hauen wir gleich so richtig auf die Kacke. Und da kann er gerne anfangen, indem wir unsere S-Breaks nach und nach rausballern. Ich weiß, ist schon wieder ein bisschen lame, diese Methode, aber das zieht sich wie ein roter Faden durch das Let's Play. Warum das Leben künstlich erschweren? Ich weiß, viele mögen diese Vorgehensweise nicht, weil ja, es halt so ein bisschen die Herausforderung hier rausnimmt. Aber das ist okay. Ich kann damit gut leben. Warte. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Oh Gott, nicht, dass ich jetzt zu spät reagiert habe. Ja, okay. Ich gehe jetzt ein bisschen aufs Ganze. Hätte ich mir eventuell auch sparen können, jetzt hier den zweiten Einsatz. Aber ich weiß nicht, wie die hier HP Low definieren. Deswegen wäre mir das jetzt zu heikel gewesen, sie einmal zum Zuge kommen zu lassen. Und so lässt sich's besser leben. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden mit uns, Instructor. Ich hoffe, wir haben dir Paroli geboten in einer Form, wie du es hier auch erwartet hast von uns. Aber ich denke, sie wird soweit zufrieden sein. Ich glaube, wir haben jetzt 2 AP extra bekommen, dadurch, dass wir die Konditionen erfüllt haben. Mal gucken. Ich glaube, hier wurde das auch eingeblendet nach dem Kampf immer direkt, oder? The active party members' bonds have been strengthened. Sehr gut. Hätte ich noch Alisa mit reinnehmen können, ne? Aber ist egal. Ja, guck mal, hier steht's sogar. Sehr schön. Did we actually win? Man, feels like you hit even harder than you did last year.
Nicely done. I can't believe how far you've all come in just 6 months. I know you've been honing your team tactics, but I wasn't expecting such top-rate performance from you so soon. But you know what? As your instructor, that's the best feeling in the world. Sehr cool. Wenn sie stolz ist, dann sind wir es auch. Okay, that's 1 group down. 3 more to go. I'll call you in groups of 3, so be ready to jump in when I call your name. Die wird auch nie müde, die Frau, ne? Ist halt eine richtige Rampensau in so vielerlei Hinsicht. Voller Energie. Oh. Jetzt vielleicht nicht mehr. Oh Gott, die Arme. Kann ihr mal jemand aufhelfen? Okay. Die Jungs und Mädels sind auch fertig. Is she even human? Multiple groups with multiple opponents in every group and she was still able to put up a fight against all of us. She's on a completely different level. We need to redouble our efforts in training if we hope to match her. You can say that again. Phew, I'm spent. Mind if I use you as a pillow, Emma? Wir haben die Anspielung schon verstanden. Sarah, Instructor. What? Here? Was ist das für eine Reaktion? Ja, klar kannst du meine Brüste als Kissen verwenden, aber bitte nicht hier vor den Augen aller. Gibt's da irgendwas, was wir wissen sollten? Have you no shame? Looks like there's still some life in her yet. She's the only person I know who can fight 4 back-to-back battles and still have the energy for wisecracks. Und deswegen kann Class 7, finde ich, sehr, sehr froh sein, sie als Instructor zu haben. Also an Stärke und an Willensstärke mangelt es ihr definitiv nicht. Don't get me wrong, I'm genuinely impressed with how far you've come. Now I can tell you where you're headed for your field study without any worries. Aha. Ich dachte, sie bleibt jetzt am Boden liegen und erzählt es uns. Up we go. Alright, get them while they're hot. Ja, das wird noch eine Weile andauern. Scheint eine gute Practical Exam für alle gewesen zu sein. Und jetzt kommt der Trommelwirbel. Wo geht es als nächstes hin? Und. Interesting choices. Warte mal, erstmal gucken, mit wem wir als nächstes unterwegs sind. Breen, Alisa, Fee, Markias, Elliot, Crow. Da haben wir wieder eine schöne Auswahl. Und Emma, Laura, Eustace, Gaius und Milliam sind in einer anderen Gruppe. Okay, das heißt, Milliam fällt für die nächste Field Study als Joker weg, sage ich mal, mit Blick auf die S-Breaks. Aber ja, wir werden schon ein gutes Grüppchen zusammenkriegen. Ruhr and Ordis, those are 2 of the Empire's largest cities, right? Ach stimmt, da steht's ja. Oh, ich habe die 3. Zeile komplett außen vor gelassen. Aber ich wusste, dass es als nächstes nach Ruhr geht, deswegen ist das jetzt für mich nicht so überraschend. The Industrial Metropolis und Ordis the Port City. Okay. Danke für den Hinweis, Gaius. Well, technically they are. Ruhr's far from small, but Ordis is kind of on another level. It's the 2nd largest city in the Empire with over 400,000 people. It also happens to be the stronghold of Duke Cayenne, the noble faction's de facto leader. Ja, den haben wir ja schon getroffen in Legram, kurz vor unserer Abreise. Are you out of your mind? You want us to drag this hyperactive chatterbox straight into the noble faction's largest stronghold? Okay, ich dachte mir gerade so, worüber ärgert er sich? Es hängt mit Milliam zusammen. Okay. He does make a good point. All this is hostile territory for her. No 2 ways about it. If they find you poking around, they'll burn you at the stake. I'm not that worried. I've snuck into all this plenty of times before, and this time I've got you guys with me. I'll be fine. This is no laughing matter. I'm a bit concerned too. As am I. All this is quite far from here if something were to happen. Not to worry. We're thinking about what to do about that. Still, you're not in for a laid-back vacation. That much I can say for certain. That goes for the group headed to Ruhr too. The Rainford group is based out of Ruhr, isn't it? Though Ruhr is also part of Marquis Rognar's domain, and he's the head of one of the 4 great houses. Hey, Jellica's stubborn old man, eh? He's supposed to be a real hardliner, even among the big shots in the aristocracy.
That's true, but the Imperial Army also runs a military factory in the vicinity. The Rainford group isn't aligned with either faction, but I can imagine there are more than a few ongoing complications. Really? Sounds like trouble if you ask me. Why would my father and the other members of the board choose destinations like those in dangerous times like these? Wir sind bisher immer dorthin geschickt worden, wo es gerade am Brodeln war. Also eigentlich finde ich, passt das ganz gut rein, so ins Gesamtbild. Hä? Was war das? Well, like I said, we're thinking those issues over. With the Academy's annual festival coming up next month, there's no field study being planned. So this is your chance to show off all the know-how you've gained from your previous field studies. Make whatever preparations you need to, and when Saturday rolls around, travel with your heads held high. Class 7 has done a damn good job so far. The only reputation you guys have to live up to is your own. Da sagt sie was. Jawohl. Mehr Selbstbewusstsein bitte. Thank you, Instructor. Sehr schön. Und schon sprechen sie wieder alle eine Sprache. So schnell kann es gehen. A2. Komm, jetzt kommt eh wieder nur eine A-Rank. Oh, ich habe eine Aura-Jacket bekommen. Dankeschön. Streifen wir uns gleich über. Sobald wir wieder gelassen werden. Denn jetzt werden wir sicherlich Zeuge des nächsten Dialogs, oder? Die Frage ist nur zwischen wem. Oh, wir sind schon im Field Study Day. Okay, das ging schneller als gedacht. Also Ablaufplan eigentlich wie immer. Ich bin jetzt zuletzt gar nicht mehr in den Trista-Läden gewesen, oder? Doch, seit unserer Rückkehr war ich schon einmal Läden abklappern. Aber nicht an diesem Tag, wo wir uns jetzt befinden. Also, der bricht ja auch gerade erst an. Ne? Ist klar. Irgendwo. So, wer ist als erstes wach? Oh, alle sind so schon auf. It's 8:20. So we're still waiting on Elliot and Crow then. It looks like they nearly pulled an all-nighter working on our festival performance. It sounds like they've got a general idea of what they want, as far as style goes. But they're both nitpicking the set list and all the little details of the performance itself. I don't know about you guys, but I'm excited. I'm not worried about Elliot, but I can't say I've got an abundance of faith in Crow. Well, be that as it may, we just have to leave it to them for now. Still, I was surprised by what the instructor said last night. What do you think she's cooking up this time? I can only shudder to guess. Ah. Ich wollte gerade sagen. Oh, before I forget, I want you all to stop by the academy tomorrow morning before you head out. Both groups, meet me out on the field by 9 a.m. and don't be late. Well, Sarah randomly springing things on us is nothing new. But why delay our departure? It takes 8 hours by train to reach Ordis as it is. You're right. If we're still in Trista at 9 a.m., it would be past sundown before we got there. The train ride to Ruhr is over 5 hours, too. Ideally, we'd all be on the first train out of Trista. How about it, Sharon? With the way you're just standing back there smiling, I'm guessing you know something. I hope you're looking forward to my unsurprise when we step off the train in Ruhr to see you already there. I wouldn't dream of it. I assure you, I'll only be seeing you off this time. She's totally going to be there ahead of us. That's about as sure a bet as you can make. Pretty certain she knows what's going on too. She's one amazing mate. I feel like I have my own professional chef too. Oh, sorry guys, I overslept. Yo, morning everyone. Morning. Looks like we have everyone now. We have to meet the instructor at the field by 9, right? I don't know what she wants to see us about, but don't worry. We've still got some time left. Anyway, I think we should head out now. I'm sure most of us have some last-minute preparations to take care of. True. Have a safe trip, everyone. All rare quartz and accessories have been unequipped from the other group's members. Das ist dann vermutlich auch ganz gut so.
Die Frage ist nur, warte mal, ja, ich kann noch auf die zugreifen. Das ist durchaus wichtig, denn ich möchte, falls sie denn noch was angelegt haben, gerne, ja, obwohl, nee, Crow bleibt ja bei uns, ne? Crow war ja Teil unserer Gruppe. Ich gucke nur bei den anderen. Hier wird eventuell, wir hatten ja gerade festgestellt, dass Milliam nicht mit dabei ist. Die können wir dann noch ganz gut gebrauchen. Und der Rest, der ist dann Teil unserer Gruppe. Genau, da muss ich dann in Ruhe gucken. Das habe ich zuletzt so ein bisschen versemmelt, aber wir sind trotzdem gut durchgekommen. Insofern alles halb so wild. Und beim Equipment nochmal genau das gleiche Spiel. Da wird vermutlich auch, wenn überhaupt, nur Milliam irgendwas angelegt haben. Und ich habe eine neue, warte, ich habe noch was Neues bekommen. Die Aura Jacket. A jacket woven from radiant thread, granted to a top student. Aha. Das, sieht ein bisschen übermächtig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wow. Also wenn ich die irgendwo kaufen kann, dann wäre das ein Einkauf, den ich vermutlich für jeden Charakter einmal tätigen sollte. Das Ding scheint mehr als gut zu sein. Aber das mache ich alles offscreen, irgendwann in Ruhe. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir dort irgendwie ankommen. Lady Sarah is awaiting your arrival on the Academy's field. I suggest you fully prepare yourselves before heading there. Please have a safe trip. Now I'm even more sure she knows exactly what's going on. Tja, ja. Please take care now. I wish you the best with this month's field study. Dankeschön. Also, ja, wenn man weiß, worauf das alles hier hinausläuft, ist das auch wenig überraschend, aber ich finde, ein ganz kleines bisschen kann man 1 und 1 zusammenzählen. Wenn es einerseits darum geht, dass hier die Rede davon war, dass wir uns extrem verspäten, dadurch, dass Sarah uns so spät dahin bestellt. Und auf der anderen Seite, dass sie uns ausgerechnet auf diesem großen Field treffen will, wo ja sehr viel Platz ist. Also da kann man schon so ein bisschen ahnen, wohin die Reise geht. So, was wollte ich jetzt vorher noch tun? Ich wollte einmal hier nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwas einkaufen können an Büchern, was wir noch nicht besitzen. Shop Buy. Haben wir hier irgendwo eine 0 zu stehen? Nein, da war überall eine 1. Das ist ganz wundervoll. So, dann, warte mal, standen hier draußen einige von unseren Leutchens. Mit denen könnte man auch nochmal sprechen. Na, Josis? Aren't you glad we get to be in the same group again? Falsche Frage, Milliam. Falsche Frage. Words cannot begin to express the agony. Oh, don't be shy. Me and Lemmy will keep you safe, so no need to worry. Please stop talking. Oh, herrlich. Good grief. It's like she's incapable of showing concern or tension. One would hardly think she's about to journey to Ordis. Jussis tut mir ein bisschen leid, aber als außenstehende Person, die sich das anguckt und nicht involviert ist, ist das echt sehr unterhaltsam. So we're getting sent right into the UKN's turf for our next field study. This will be the first time I get to go there without having to sneak in. This is gonna be fun. I think your mouth in Erebonia's greatest threat to... Is Erebonia's greatest threat to national security. Ich glaube, da wird Jussis zustimmen. So we're getting sent right into Duke. Ja, okay, das hat sie gerade schon mal erwähnt. Und Gaius, wie geht's dir damit? It's odd thinking about how close this month's field study was to being cancelled. And it's even weirder how relieved I felt that it wasn't. Haha, I know what you mean. I know we struggle through every month, but I felt that same sense of relief. I guess that just goes to show how much a part of our lives they've become. We don't have a field study lined up for next month because of the festival. I'm guessing that means this month's field study will be doubly challenging. Ja, vermutlich. This month's field study will be our big chance to put our training to the test. I'm expecting a challenging outing at the very least. Ja, davon gehe ich mal aus. Also leichter wird unsere Reise hier nicht. Die Frage ist, warte mal, apropos Läden. Lass mich mal, diesmal will ich jetzt wirklich ein bisschen noch Preparation auch ernst nehmen. Weil ich nicht weiß, wann wir das nächste Mal hier wieder sein werden. Yeah, a bunch of Poles are headed to Rua, yeah? Well, beats the hell out of taking the girl from the intelligence division to Ordis. How do you find this stuff out so fast?
More importantly, how do you know that kid was from the Intelligence Division? You're one shady dude, you know that. Und wenn das von Crow kommt, ja, dann will das was heißen. None of your business is how. Now get out of here or you miss all the fun. Yeah, that response doesn't make him any less suspicious. What does he mean by all the fun anyway? Tja, jeder weiß Bescheid, nur wir selber nicht. So, ich will jetzt hier einmal kurz gucken. Ach, warte mal, bei Exchange könnte man eigentlich auch nochmal einen Blick riskieren. Ja, ich könnte mir jetzt hier nämlich die besseren EP-Charges noch mitnehmen. Auch wenn die jetzt nicht so der Game-Changer sind, weil die schwierigen Kämpfe meistens nicht daran scheiterten, dass ich zu wenig EP hatte. Hier würde ich vielleicht nochmal die ein oder andere Verstärkung mitnehmen. Und hier wäre das auch hilfreich. 10.000. Irgendwas dazwischen wäre halt hilfreich, ne? 10.000 klingt so ein bisschen over the top. Ich nehme das jetzt trotzdem mit. Aber 5.000 ist bei dem einen oder anderen, glaube ich, jetzt schon auch zu wenig. Von daher, naja. Wir nehmen, was wir kriegen können. So. Leider kann ich hier nichts kaufen, was ich nicht schon besitze. Ich werde es jetzt einmal probieren. Warum lädt der so lange? Der hat doch beim letzten Mal, als ich hier bei ihm im Shop gewesen bin, nicht so lange geladen, oder? Oder bin ich einfach ungeduldiger geworden? Bin mir nicht sicher. Nein! Just a guess here, but were you kids told to meet up at the field at 9? In that case, you're gonna want to get out of here as soon as you buy whatever you're here for. Ja, dann musst du es mir halt anbieten. Ach, guck mal. 5.000. Ich beiß jetzt in den sauren Apfel. Wir haben noch ein bisschen Kleingeld. Haben wir noch. Und ich glaube, das war aber nicht das Einzige, was noch fehlt. Warte mal, das kann ich mir ja eigentlich ganz genau auch angucken. Ich sehe ja in der Liste, was hier noch fehlt. Ich erinnere mich noch, und das ist das, was mich am allermeisten ärgert, in Heimdall, das bei dem kleinen Tim, wo ich immer wieder zurückgelaufen bin und der mir das einfach nicht gegeben hat, wo ich bis heute nicht weiß, was da eigentlich mein Fehler gewesen ist. Und ja, warte mal, Red Moon Rose, hier geht's los. 1, 2, 3, 4, die 5 fehlt noch. Ja, die 5. Und die hatte er mal im Angebot für 4.000 allerdings. Deswegen habe ich gerade ein bisschen die Stirn gerunzelt bei 5.000. Aber je höher das Chapter, desto höher auch der Preis. Ich versuche das mal noch 1, 2 Male. Ich habe es jetzt sogar 3 Mal probiert und es kam nicht. Also entweder ich hatte gerade extremes Pech oder es kommt vielleicht nur ein Book pro Session oder so. Man kann nicht auf einen Schlag alle nachkaufen. Keine Ahnung. Aber ich lasse es. Das Geld werde ich sicherlich auch anders gut investieren können. So, ich wollte, bevor wir jetzt zum Field aufbrechen, einmal nochmal kurz hier rüber, um eventuell mir noch ein paar Mira mitzunehmen. Oh, da sitzen sie fein in Reihe und Glied. Na, ihr drei? Morning, everyone. Good morning. Oh, didn't expect to see all 3 of you together this early. What gives? Haha, we were just talking about all of you, actually. I'm just glad you managed to decide what to do for the festival before you got shipped off on your field study. Sounds like you didn't waste any time putting George to work either. We did ask him for help with our orbital instruments, yeah. I'm hoping to have everything sorted out by the time you're back. Make sure you know who's going to be playing what by then, though. We haven't even decided our genre yet. Well, that's definitely something you'll have to take care of. I'm more interested in the outfits, though. I'm thinking sexy, really sexy, especially the girls. Okay, du solltest dich nicht mit Crow zusammentun, sonst tragen sie am Ende alle gar nichts. Oh, ho, ho, you and I are on the same page. Ja, das meine ich. Don't even think about it, or I'm not wearing one. Also doch nackt, Alisa, bietest du das gerade an? Diese Tür würde ich jetzt nicht öffnen. Unglückliche Formulierung. It would be a bit distracting if they ended up being as revealing as President Herschel's was last year. President Herschel? Das ist, wie lange sie schon niemand mehr so genannt hat. That was all Angie and Crow's fault. They wouldn't listen to any of my feedback. Vielleicht musst du dich auch einfach mehr durchsetzen, Kleine. Also, ist nicht böse gemeint, aber ne, keiner kann dich zwingen. I hope you realized how much I'm counting on you to stop this, Reen. I'll see what I can do.
On a less sexy topic, this month's field study sounds like a tough one. Rua's at the center of the NOCH province. The provincial army's influence isn't quite as blatant as in Ordis, but they still hold significant sway there. And their relationship with the railway military police is especially bad, so make sure you don't get wrapped up in all that. Really? And tensions are rising both inside and outside the country as it is. It's kind of worrisome. At least your field study's been planned out to minimize the chances of you getting into any trouble. What? What do you mean by planned out? Oh, did Instructor Sarah not tell you? Well, we can't spoil the surprise then, can we? What are you... Curiosity piqued. Well, they did call you to the field, right? Why don't you get going? I'm sure it will all make sense when you're there. Slow it down. How come you guys all get to know and I don't? Sorry, Crow. Huh, well, that's what you get for taking the easy classes again this year. What she said. Still, you're technically a second year, so make sure to back your new class up. Oh, I see how it is. Get a few more credits than me, and you think you can get away with saying whatever you want. Well, sounds like we should head over to the field then. Ja, das sollten wir vermutlich. Tensions are high both inside the Empire and out. I'd like to think that some of that should be alleviated after today, though. Hihi, good luck with the field study. Dankeschön, können wir eventuell gebrauchen. Je nachdem, vor allen Dingen, wenn das wirklich alles so heikel politisch ist da drüben, wie es hier gerade umrissen wird. The provincial armies hold huge influence in both Rua and Ordis. I'm sure you don't need me to tell you this, Elisa, but be careful out there. I will. The provincial armies hold huge influence. Okay. Ich vergesse immer wieder, dass die beiden miteinander befreundet sind. Ich finde, die sind in einigen Punkten sehr unterschiedlich. Ne? Ich sag mal nur das Thema mit den Outfits und so, aber solche Freundschaften sind dann meistens halt auch irgendwie die interessantesten, nicht? Don't sweat the other stuff right now. I'll take care of everything while you're out. By the time you're back, I'll have all your instruments and a rehearsal space sorted out. Anyway, you better head over to the field for now. Great, now even George is ordering me around. Being a first year again is hell. Don't sweat the other stuff. Mir fällt gerade ein, wir haben seit unserem Schoolhouse-Besuch das Wendig gar nicht gemeldet. Das hat keine Sau interessiert, was wir vorhin im Schoolhouse gemacht haben. Das ist irgendwie komisch, oder? Ich hätte wahrscheinlich am Vortag nochmal zu Wendig gehen sollen, aber ich hatte das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. So, wir werden jetzt auf jeden Fall exchangen, und zwar einiges. Hier kommt auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Wo ziehe ich jetzt hier die Grenze? 1500 eventuell, oder ist das zu niedrig? Ich gehe mal auf 2000 runter und wir können dann in Ruhr immer noch nach unten korrigieren. Spätestens dann, wenn ich feststelle, dass ich noch Kohle brauche. So, guck mal. Ist doch wieder ein bisschen was an Taschengeld zusammengekommen. Sehr schön. Und da wir auch noch ein bisschen was über hatten, sind wir jetzt bei satten 30.000 Mira. Ich glaube, damit lässt sich ein bisschen was anfangen. 2 Waffen oder so können wir damit vermutlich kaufen, aber besser als nichts. Wir werden ja hoffentlich noch ein bisschen kämpfen. Und wie gesagt, vielleicht werde ich bei der nächsten Anpassung dann nochmal auf 1000 sogar runtergehen. Mal gucken. Wir haben nämlich, warte mal, hier wollte ich nochmal schauen. Einmal zumindest grob drüber schauen, ob irgendwas Neues da ist, was wir vorher nicht hatten. Sollte ich diese Geschichte hier einfach mal mitnehmen? Einfach um es zu haben. Es ist nur Area S. Ich wette, das ist voll stark, ey. Ich wette, das brutzelt die Gegner weg wie, keine Ahnung, wie der High-End-Grillanzünder von... keine Ahnung, aus dem hintersten Schwarzmarktladen oder so. Wir sind, glaube ich, fertig, oder? Ich glaube, wir sind fertig. So. Ich fühle mich eigentlich ganz gut prepared, wobei ein Laden fällt mir jetzt noch ein. Einer noch, okay, und dann gehen wir gucken. Wobei, ich kann ja gucken, ob Wendig, warte mal, um das Thema jetzt nicht komplett außen vor zu lassen. Ach Mist, der war gar nicht im Second Floor, oder? Warte mal... Kurz, nee, also hier ist er auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der hatte sein Büro hier. War das nicht sogar neben dem Lehrerzimmer? Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden es gleich sehen.
Ja, da sitzt er auch, einsam und verlassen. Leisten wir ihm mal Gesellschaft, damit er nicht vor lauter Langeweile umkippt. Hallo Wendig, was sagst du dazu, dass wir gestern im Schoolhouse waren? Gibt's eine Belohnung? I'm sure you are all aware of the current unstable state of the continent through reading the Imperial Chronicle. However, I would like to request that you not give up pursuing new challenges and knowledge despite this. The Board of Directors demonstrated their utmost faith in you by voting unanimously in your favor after all. Yes, sir. We will do our best to live up to your expectations and theirs. Ja, was ist mit dem Schoolhouse? I believe that it's almost time. Head to the Academy Field once you're all prepared. Be sure not to be late. Yes, sir. What exactly are they planning? Ja, wir müssen wohl hingehen und uns das angucken. Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass ich hier vielleicht eine Belohnung ausgelassen haben könnte. Ich bin einen Tag zu spät dran. So, warte mal, wo ist denn der Thomas? Wo finde ich den Thomas? Ich habe noch ein paar vergammelte Speisen, die ich ihm gerne zeigen würde, um ihn glücklich zu machen. Und das klingt völlig abstrus, aber es macht ihn wirklich glücklich. Das denke ich mir nicht aus. Wer den Thomas schon ein bisschen kennt, der wird wissen, dass das stimmt. In der Library ist er manchmal noch gewesen. Da würde ich jetzt noch mal kurz gucken. Lass uns mal den faulen Weg gehen und das einfach aus der Liste auswählen. Ah, da ist er. Guck mal, ich kenne doch meinen Thomas. Mein Thomas. So, mein Freund, guck mal hier. Leckerer Eierpudding, nur in schlecht. Please visit me at once. Ja, ja. Habe ich jetzt... Ich habe aber für Lotte hatte ich zuletzt mehr mitgebracht. Ich glaube, sie hat 3 neue Sachen bekommen und er nur 2. Okay, weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwas offen war. Aber, weil wir gerade dabei waren... Beim Thema Kochen gehe ich jetzt hier nochmal gucken, ob ich irgendwelche Standard-Ingredients, die man vielleicht nur in Trista bekommt. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Aber guck mal hier, Fresh Egg zum Beispiel. Ich nehme jetzt hier mal 20 mit. Oder ist das übertrieben? Naja, komm. Wir nehmen die goldene Mitte. Ich gehe jetzt auf 15. Weil wenn die schon auf 0 stehen, ist das, finde ich, immer schon so ein bisschen so ein Indikator dafür, dass da vielleicht der Bedarf auch da ist. So, hier, Honey Sirup. Da fehlt es auch ein bisschen. Da kann ich aber auch auf 15, weil das ist günstig. Oh, hier. Hier nehme ich jetzt gleich mal 20 mit. So, Assorted Grains. Davon bitte 5. Und der Rest, der kann dann erstmal so bleiben. Sehr schön. Ich kann bestimmt auch noch anderes Zeug verkaufen. Verkaufen, ich habe das gerade voll bescheuert betont. Aber das machen wir dann, wenn wir in Ruhr sind und in irgendeinem Laden feststellen, dass wir unbedingt noch Kohle brauchen. So. Was wollte ich jetzt hier nochmal gucken? Achso, nee, du verkaufst ja gar kein Equipment. Oh, hi ladies. Na? So this month's field study will take us to Ordis, Dukayan's stronghold. It should come as little surprise that it's a hot spot for suspicious activity within the Empire. You saw what happened last month when he visited my father to try to persuade him to join the Noble Alliance. Yeah, be careful while you're there. We'll have uses with us, so his presence out to help smooth things out for us to some extent. Ja, aber deine Präsenz ja irgendwie auch. Ich meine, ihr habt ja beide einen krassen Background, was so eure Wichtigkeit angeht, sage ich mal. Honestly, I'm not sure what to expect during our stay in Ordis. Regardless, careful preparation should be our highest priority right now. Ach, Laura. Ich mag dich aus so vielen Gründen. Du bist einfach cool. I'm glad we managed to settle on an idea before we left for our field study. I doubt we'd be able to really focus on our tasks if we left it up in the air. Yeah, honestly, I feel relieved now that we got that squared away. Doesn't change the fact that we've barely got any time to prepare for it, though. Poor Elliot and I are gonna have to burn the candle at both ends, figuring out a plan of action while we're out there. Yeah, probably. Well, I wish you all the best on your trip. And remember, we've got a festival coming up right after, so make sure you all return safe and sound. We will. Thanks, Emma. Das machen wir. Well, I wish you all the best on your trip and remember... Wir werden es nicht vergessen. Und mir tun Elliot und Crow ehrlich gesagt ein bisschen leid. Weil die Field Study an sich wird schon stressig genug sein und dann auch noch parallel sich mit den Vorbereitungen auseinandersetzen müssen. Schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Elliot ja auch total aufgeht in dem Thema.
Und Crow wahrscheinlich auch, wenn es um das Thema Outfits zum Beispiel geht. Also, es sind schon die richtigen Leute. Aber es ist trotzdem ganz schön viel zu tun. Ganz schön viel Verantwortung auf deren Schultern, sage ich mal. So, hier gab es nichts Spannendes. Ich dachte, vielleicht ist jetzt hier schon eine Aura-Jacket oder so im Angebot. Dann hätte man hier nochmal ein bisschen in Erwägung ziehen können, da was nachzukaufen. Aber was nicht ist, das ist nicht. Komm, dann lass uns ein letztes Mal in den Shop gehen und gucken, ob er nochmal vielleicht doch Red Moon Rose noch im Angebot hat. Und wenn nicht, dann geht es direkt danach zum Field. Und ich meine nicht die Field Study, sondern das Field. Und hier ist wieder nichts dabei. Alles klar. Also dann, auf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Academy Field. Dickes, fettes, rotes Ausrufezeichen. Schwer zu übersehen. Na, Sarah, was hast du geplant? We were all told to meet here at 9 a.m. Seems like I still have some time. Aber guck mal, diese Uhrzeitendarstellung, die ist ja normal. Aber in dem Spiel werden die Uhrzeiten mal so präsentiert. Manchmal auch ohne Doppelpunkt und manchmal auch ohne AM-PM-Angabe, sondern einfach nur 4 Zahlen hintereinander. Das ist schon ein bisschen irritierend. No idea what this is all about, but it would probably be a good idea to finish preparing first. Haben wir schon. Head to the Academy Field. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Bitte. Bitte lass mich nichts vergessen haben. Bitte. Good. You're all here. Oh, Instructor. I wasn't expecting you to be... Aha. Very suspicious, Sharon. Aber sie ist eh immer überall, wo man sie nicht vermutet. Sharon? Weren't you in the dormitory when we left? Na gut, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne? Indeed, I was, but I was summoned here by Lady Sarah. So after seeing all of you off, I came straight here. Alles klar. How did I guess she'd get here ahead of us? You know, at this point, I shouldn't really be surprised. Sheesh, she ain't the Rainford's top mate for nothing. Personally, I would have preferred not to ask her to come at all, but since she'll be acting as crew-base guide, I didn't have much of a choice. Das klingt voll gemein. Entschuldigung. Hihi, why, thank you. Wait, why would we need a guide? So you're telling me... Oh, it looks like everyone's here already. Stimmt, Emma fehlt. Ach so, stimmt, ein Teil der Gruppe fehlt. Ups, mir gerade gar nicht aufgefallen. Oh, Sharon's here too. Huh? What's she doing here? Cooking, cleaning, essentials, travel... Ja, noch schneller. Hehe, you flatter me, Master Uses. Wer liest denn so schnell, bitte? Well, we've got all of you here now. And look at that, 9 a.m., right on time. Ja, hallo, wir sind Class 7. Hast du was anderes erwartet? Huh? Stille. What's that sound? It sounds like a rush of air. No, that's not quite it. Sounds to me like an airship. Dum dum. Are you kidding me? Nope. Look. What the hell is that? Es kommt ein UFO. Here they come. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Yay! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich krieg hier schon wieder Trace in the Sky Vibes bei dem Anblick. Wir haben hier bisher in Cold Steel relativ wenig mit Airships zu tun gehabt, aber in den Sky-Spielen ist das halt so ein bisschen gang und gäbe gewesen. Deswegen weckt das so ein bisschen die Erinnerung wieder, jedes Mal. Also wenn das mal nicht exquisite Reisemittel sind, dann weiß ich auch nicht. Überraschung gelungen, würde ich sagen, oder? Class 7 hat Sarah gut angeleiert. Oder nicht? Oder gibt es jetzt wieder Beschwerden? Irgendjemand findet sich immer, der motzt. Die erstaunten Gesichter. Keiner kann es wirklich glauben. Total faszinierend. Wobei bei Milliam finde ich das jetzt weniger überraschend. Also finde ich es überraschend, dass sie überrascht ist, so rum. Weil sie ist wahrscheinlich in ihrem Leben schon 10.000 Mal mit Airships rumgeflogen.
What is this thing even doing here? Naja, euch abholen. Anstatt sich zu freuen. Wow, it's so cool. Hier bin ich gerade komplett wieder auf Milliams Seite. A Crimson Airship? Who does it belong to? An Imperial Army warship, maybe? Nah, not enough giant guns. Die Antworten werden folgen. Still, the shape looks familiar. Ihr kennt dieses Schiff auch. Oh no, I remember. It's like the white wings of Libel. You think so too, right? You mean like the sail? Now that you mention it, I do see the resemblance. The sail, wasn't that a high-speed cruiser from the Kingdom of Libel? Yes, indeed. It was on that very airship that Prince Oliver made his triumphant return to Heimdall. No way, warum landet das Ding nicht endlich? Dass es da so in der Luft rumhängt seit Minuten, ist auch irritierend. They're not seriously going to land here, right? Warum denn nicht? Platz ist genug. Of course they are. It's 75 arch from bow to stern. It might be a bit of a snug fit, but they should be able to touch down. Aber erst, wenn ihr zur Seite geht, genau. Man, you've got to be kidding me. Nope. Wait a minute, how do you know how large it is? Die Frage ist eher, gibt es irgendwas, was Sharon nicht weiß? Sie kann sogar das Wetter astrein prognostizieren, ja? Genauer als jeder Wetterdienst da draußen. Oh, ich nehme, das passt locker, nehme ich dann wieder zurück. Das sah gerade voll klein aus der anderen Perspektive. Das ist schon gefährlich. Also, aus sicherheitstechnischer Sicht sind die Abstände eigentlich zu gering. Wenn man bedenkt, welche Fliehkräfte hier wirken. Aber es, ja. Es hat ja geklappt. Keiner ist zu Schaden gekommen. Alles gut. Hoffentlich. Und wenn hier Schäden entstanden sind, werden wir wahrscheinlich wenig davon mitbekommen, weil wir da schon wieder längst über alle Berge sind. Jawohl. Das nenne ich mal ein Schiff, ne? This is the best. It's actually very pretty up close. The more I look, the more it seems just like the Asai, except red. It bears the crest of Erebonia, though. So at the very least, it's an airship from the Empire. Salutations, my beautiful friends! It's only been 10 days since last we met, but I couldn't keep myself away. Hi, my dear. Prince Olivert. And Major Vander. I'm glad to see you all again. Your slack-jawed amazement says it all. It looks like this will be quite the crowd-pleaser during its grand unveiling in Heimdall. Wait, what grand unveiling? Man, I don't even know what's going on anymore. Still, the prince is just here in a supporting capacity today, to say nothing of myself. The real stars of the show are the airship and this fine gentleman we have aboard. Who may you be referring to? It's been quite some time. I see many familiar faces gathered here today, and several I've yet to have the pleasure of meeting. Is that? I know that voice. The Radiant Blade Master? Father! So that's Laura's dad? Wait, who's the what now? And look, Tobal's with him too. This isn't quite how I expected our grand reunion to go, that's for sure. What are you doing up there? And what's with the hat? Allow me to introduce you. This is Captain Victor S. Arcade, who will be assuming command of this ship. So that's what this is about. I'll fill you in on the details another time. What in the name of Adios is that? Wow, what a pretty ship. This thing's a real piece of work.
Incredible! I've heard about the specs, but the numbers don't do it justice. Looks even better live than on paper. Principal Van Dyke, you too? Van Dyke? Wie kann man das denn Van Dyke aussprechen? Also ich bleib bei Van Dyke, sorry. Could someone fill us in on what exactly is going on here? Your bafflement is quite understandable. The chairman of the board proposed a change to your travel arrangements for this month's field study. He's agreed to deliver all of you to your respective destinations aboard this airship. What? We'll be riding in style. He's mainly taking it on its maiden voyage to unveil the ship to the nation. We're just kind of along for the ride. You'll be headed to the capital first, but from there, it'll be a straight shot to Ruhr. Wow. I'm not sure what to say. Huh. This is all so sudden. I think I need to sit down. Well, should we be off, Your Highness? Yes, that sounds marvelous. With that, let me be the first to welcome you, Class 7. Aboard the second Arcel-class high-speed cruiser, the Courageous. Das nehmen wir dankend an. Herzlichen Dank für diese wundervolle Einladung. Also ich freue mich. Der ein oder andere kann es hier wahrscheinlich noch nicht so recht glauben, aber da ist sicher schon wieder die ganze High Society zusammengerottet, um Class 7 zu empfangen. Oh, wie schön. Endlich mal ein bisschen Airship-Feeling hier in Cold Steel. Das erste Mal so richtig. Ich meine, gesehen hat man Airships auch vorher das ein oder andere Mal. Aber wir sind ja noch nie so richtig mit einem gereist und konnten uns da frei bewegen und so. Guck mal, jetzt gibt es ja auch noch mal die Aussicht auf ein paar Orte, die wir schon bereist haben. Das hat gerade so ein bisschen Aufbruchsfinalstimmung, ne? Aber das dauert noch, bis wir beim Finale sind. Also wir sind schon definitiv in der zweiten Hälfte, aber ein bisschen was wird hier noch passieren. Ich mag diese Szene trotzdem voll gerne. Weil man hat immer so das Gefühl, dass man jetzt die Abläufe immer schon kennt, ne? Und weiß, was als nächstes passiert. Und dann, also die Überraschung, die fand ich gelungen. Auch aus meiner Perspektive. Für Class 7 sowieso. Ja, das ist cool. Und wenn Oliver auf der Bildfläche erscheint, dann ist das eh immer cool. Ich dachte mir nur während des ganzen Spiels, ey, bitte schließ dich irgendwann unserem Team an. Ich hätte dich so gerne wieder im Team. So gerne, das wäre so toll. Bei Sarah bin ich ja auch traurig gewesen, dass sie einmal nur so kurz bei uns war in Guerrilla Fortress und jetzt irgendwie gar nicht mehr. Da dachte ich mir auch, hoffentlich kommt sie nochmal zurück ins Team. Aber naja, so ist das halt. Bei Angelica hatte ich ja schon vermutet, dass sie vielleicht auch irgendwann mal dazustoßen könnte in einem späteren Teil. Claire übrigens, ja, ist auch so eine Kandidatin. Bitte darauf keine Antworten geben, ja? Bitte keine Antworten. Ich will mich über alles freuen und überraschend freuen, wenn es dann vielleicht irgendwann mal tatsächlich dazu kommt. Not even our high-speed trains could hope to match that. That may be true, but we still have our own strengths. How's the investigation coming along? Well, they've been pretty blatant about trying to obstruct us, so basically about what we expected. The same is true in other areas as well. Understood. Respond with pattern 13. I head there myself this afternoon. Yes, ma'am. Was ist Pattern 13? Und warum ausgerechnet das? 13 heißt doch bestimmt nichts Gutes in deren Geheimsprache, oder? Ja, von Elisa haben wir jetzt auch eine Weile nichts mehr gehört. Seit wir quasi in der ganzen Field Study Elfin und auch ihrem Drumrum, sage ich mal, gewidmet haben. Sie war ja in diese ganze Entführung. My, what a spectacular sight! My brother told me all about it, but there's no substitute for seeing it soar through the skies. Simply beautiful. Yes, it really is. You're up there, aren't you, Ray? Ja, das sind wir. Ich bin schon wieder überfordert, weil der eine
vertont ist und der andere nicht. Na, ihr Blondies? Sprecht ihr oder guckt ihr nur? Wow! That's the Courageous! Oliver finally finished his airship. It's a fine ship, isn't it? Prince Oliver seems to have gone to quite a lot of trouble having it built. Was heißt ein Is this the wind of change you intend to release across our state and troubled land? Go, my son, and show me the caliber of men, and show me the caliber of men you can be. Gut, ja, macht er schon. Macht er jeden Tag. Vermutlich. Oh, Lecter und Osborne. Hey, can you believe it's been almost 2 years already? And look at how far our debaucherous prince has managed to come. Partnering with Liber to make a second RC-class airship, then cruising over the capital? I suppose that's one way to stick it to you for outmaneuvering him at the trade conference. Let him have his fun. Still, this was certainly an unexpected play on his part. He and that band of students he likes to ship across the country have proven a never-ending source of entertainment. But now, my dear Prince Oliver, we have reached a decisive point. The board has been prepared, every piece in its place. Can you turn the tides in your favor? I look forward to finding out. Tja, da braut sich wieder irgendwas zusammen, was vermutlich nicht gut sein wird. Ich weiß nicht. Osborne spricht oft in sehr kryptischer Sprache. Aber das eine oder andere wird sich hier noch offenbaren. Und ich bin gespannt, ja, was hier wann noch so passieren wird. Obwohl ich es ja weitestgehend weiß, zumindest mit Blick auf Teil 1. Over the Schwarzdrache Barrier stand da gerade. Zu spät gesehen. Kann man sich jetzt hier gar nicht auf dem Luftschiff bewegen? Habe ich das jetzt mit irgendwas verwechselt? Ich dachte, wir könnten uns jetzt hier nochmal... Das war wahrscheinlich Wunschdenken und Nostalgie-Feeling, als ich wieder back in Trades of the Sky war, gedanklich. Nein, wir können uns ja auch noch bewegen. Gleich ist es soweit. Und der Papa von Laura als Captain. Ich feiere das, weil alle ja komplett überrascht und schockiert gewesen sind. Aber ich finde, das zeigt einfach nur, wie vielseitig dieser Mann ist. Und ich finde das großartig, weil der hat wahrscheinlich auch, ohne dass er hier Captain ist, ordentlich was zu tun. Und, weiß ich nicht, erweitert seine Kompetenzen in den Bereich, finde ich super. So, wenn jemand in so Bereiche vorprescht, die man einem gar nicht zutraut, die fernab von dem sind, was man sonst so macht. Warum nicht? Observer Chrono. It's currently 10:02 and we have a north-northwesterly wind blowing in at a speed of 11 Arch. We've just passed through the Schwarzdrache Barrier's airspace into the province of Norcia. Current speed is 3058 SPH. We've reached full cruising velocity. Maintain current course and speed. Follow the Nortia main line, maintaining a distance of 200 Arch. Nortia, das muss ich mir merken. Nortia, einfach nicht Norsha oder wie ich es vorher immer gesagt habe. Aye, aye, Captain. So, this is what the bridge of a cruiser looks like. It's all kinda making my head spin. If I'm not mistaken, this ship is equipped with the Epstein Foundation's latest information processing system. Huh, so you actually managed to get the Rainford Group, Zeiss Central Factory and the Epstein Foundation to collaborate? Hey, I suppose you would be the most well-informed on matters of technology. It took the combined effort of countless supporters to take this airship from blueprint to beauty. I've caused a great many people no small amount of trouble gathering the technology and funds to build it. It's nice to know even princes have trouble with financing sometimes. Alas, it's true, I had to borrow quite a sum from a number of sources, the Emperor himself among them.
But all my labors bore fruit, and we were able to build an airship that met all of my idea specifications. At a length of 75 arch. It's almost twice the size of the original RSA. Entschuldigung. And with it, sporting 20 of ZCF's high-performance engines, it can achieve a top speed of roughly 3,000 SPH. Not quite as fast as the RSA's 3,600 SPH, but the Courageous boasts high armor and interception capabilities. Good grief, she's memorized all the specs already. Die ist halt ein laufendes Brain. Still, the more I hear about it, the more unbelievable it sounds. Sounds like he's compensating for something. Wie, ey, du bist echt manchmal die Schärfste. I'd heard something like this was in development, but I never would have imagined you'd pack this much power into it. Well, now we have a rough idea how extravagant this ship is. But what I don't understand is why my father's sitting in the captain's seat. He's not even part of the military. Unless, father, did you actually enlist in the Imperial Army? I can understand why you might be perplexed. However, this ship isn't a part of any military force. Huh? So wait, is it officially regarded as the property of the Imperial family? Precisely. I intend this ship to give wings to a third faction of sorts unconnected to both the Imperial and Provincial armies. To that end, I could think of no finer captain than Viscount Arsate. Well, that at least explains some of it. I see what you're getting at, yeah. The fastest airship in the Empire, captained by the Radiant Blade Master. Hey, couldn't ask for a stronger deterrent than that. I say. Well, that's my hope anyway. About half of the crew here are on loan from my division, the 7th Armored. The rest are civilians, representing a variety of nationalities and social classes. Nice. As for me, I'm here because I'm just that good at gathering information. They've also tasked me as the point man for keeping in touch with the guild and all its local branches. Makes sense to me. Tower's definitely a good choice. He's got tact and patience to spare. Me, on the other hand, I'm more the face-punching type. Frankly, I'm still shocked we're here. I'd never have imagined we'd be flying in such a marvel of a ship with such a distinguished crew. Tja, you've got me curious though. Are you intending to tour the whole Empire like this? That's our plan, yes. The hope is that it might help assuage some of the tension that's been building across the nation. And if we happen to intimidate the Imperial Liberation Front while we're at it, all the better. That makes sense, considering they've got their own airship too. The Intelligence Division and the RMP seem to be keeping them in check for now, but having a ship like this in the air will definitely put even more pressure on the Liberation Front. In other words, this ship allows me to kill 3 birds with 1 stone. Genius, isn't it? And if I ever feel the urge to stretch my wings, I can take to the skies whenever the mood strikes me. Perhaps one day I'll even be able to put on a recital soaring in the skies above Heimdall. Tja, erstmal anfangen, ne? Well, putting aside certain idiotic flights of fancy, at this speed it should take less than an hour to reach Ruhr. Feel free to make yourselves at home while you're aboard. Aside from restricted areas like the engine room, you have the run of the ship. We have the run of the ship. Okay, go on and poke around a bit. Thank you very much, sir. Thanks. I think I'll take you up on that. Yahoo! And that's how we ended up flying to our destinations aboard the Empire's newest, most cutting-edge cruiser. But we didn't just sit and look out the windows, of course, since we had the captain's permission. We each set about exploring the Courageous, seeing what this top-of-the-line airship had to offer. Ich wollte gerade sagen, lass uns, hör auf uns anzufüttern und uns dann nicht loszulassen. Gut, ihr Lieben, dann haben wir doch einen klaren Fahrplan oder einen klaren Flugplan fürs nächste Mal. Wir werden uns dann nämlich hier auf der Courageous umgucken, mit Leuten sprechen und schauen, was das Schiff so zu bieten hat, beziehungsweise wo die ganze Kohle hier hingeflossen ist in diese sehr interessante Konstruktion.
Und dann werden wir vermutlich beim nächsten Mal auch schon in Ruhr ankommen und mit unserer nächsten Field Study starten. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!